Die Sterntaler. Eine Geschichte aus dem Schwabenland. Erster das Waisenkind. Im Jahr 1815. Als der Wiener Kongress die Landkarte Europas neu zeichnete und die alten Mächte zurückkehrten, lebte im Schwabenland ein kleines Mädchen namens Mariechen. Sie war 12 Jahre alt, aber sie sah jünger aus, denn das Essen war knapp. In jenen Jahren nach den Napoleonischen Kriegen. Ihr Gesicht war schmal, ihre Augen waren groß und dunkel. Und ihr Haar leuchtete wie reifes Korn in der Sonne. Mariechen war Waise. Der Vater, ein Weber, war am Fieber gestorben. Die Mutter, eine Wäscherin, hatte sich zu Tode geschuftet, bis auch sie die Schwindsucht holte. Nun lebte Mariechen allein. In der kleinen Lehmhütte am Dorfrand. Aber nicht mehr lange. Der Vermieter, ein dicker Mann mit Schweinsöglein, hatte es ihr angekündigt. Bis zum ersten Schnee, Mariechen. Dann brauch ich das Haus für meine Knechte. Sieh zu, wo du bleibst. Der letzte Abend. Es war ein kalter Herbstabend. Als Mariechen zum letzten Mal in der Hütte ihrer Eltern saß. Draußen pfiff der Wind. Erste Schneeflocken tanzten vor dem Fenster. Der Ofen war kalt, das Holz ausgegangen. Auf der Holzbank lag, was ihr geblieben war. Ein hartes Brot. Ein altes Kittelkleid, das ihre Mutter genäht hatte. Und die viel zu großen Holzschuhe des Vaters. Mehr nicht. Mariechen dachte an ihre Mutter. Sie sah sie am Waschzuber stehen. Die Hände rot und aufgerissen. Und hörte ihre Worte. Weißt du, Mariechen? Das Wichtigste ist nicht, was man hat. Das Wichtigste ist, was man gibt. Was soll ich schon geben? Hatte sie damals gefragt. Wir haben doch selber nichts. Da hatte die Mutter gelächelt. Man kann immer geben, Mariechen. Ein Lächeln. Ein freundliches Wort. Ein Stück Brot, wenn man selber hungrig ist. In dieser Nacht schlief Mariechen unruhig. Und träumte von einem langen Weg ins Ungewisse. Der Aufbruch. Am Morgen lag Schnee vor der Tür. Mariechen wusch sich mit kaltem Wasser. Zog das Kittelkleid an. Band die Holzschuhe mit Stricken fest. Steckte das Brot in ein Tuch und trat hinaus. Hinter ihr zog schon der neue Mieter ein. Sie ging durch das Dorf. Die Bauern waren bei der Arbeit. Einige sahen mitleidig her. Andere wandten den Blick ab. Unter der großen Linde am Dorfrand saß ein alter Mann. Zusammengesunken in dünnen Lumpen. Die Hände zitternd vor Kälte. Kind, flüsterte er mit heiserer Stimme. Hast du vielleicht ein Stück Brot für einen alten Mann? Ich hab seit 2 Tagen nichts gegessen. Mariechen zögerte. Das Brot war alles, was sie hatte. Aber dann sah sie seine Augen. Müde, hungrig, aber noch voller Leben. Genau wie die Augen ihrer Mutter damals. Sie kniete nieder. Wickelte das Brot aus. Und brach es in 2 Hälften. Die größere gab sie ihm. Hier. Es ist nicht viel, aber es wird euch helfen. Der alte Mann nahm das Brot mit zitternden Händen. Eine Träne rollte über seine Wange. Gott segne dich, Kind. Mariechen lächelte und ging weiter. Die Frau mit dem Kind. Der Schnee fiel dichter. Die Holzschuhe waren nicht gemacht für solches Wetter. Bald waren Mariechens Füße klitschnass und eiskalt. Aber sie ging weiter, den Hügel hinauf, weg vom Dorf. Nach einer Stunde sah sie am Weckrand eine Frau sitzen. Ein kleines Kind im Arm, das in Lumpen gehüllt war. Und leise wimmerte.
Die Frau selbst trug nur ein dünnes Tuch. Sie zitterte so heftig, dass das Kind mitzitterte. »Bitte«, sagte die Frau mit erstickter Stimme. »Mein Kind friert so. Hast du vielleicht etwas, womit ich es wärmen kann?« Mariechen sah das Kind an. Und ihr wurde schwer ums Herz. Sie hatte nichts als ihr Kleid. Aber dann fiel ihr Blick auf das Tuch, in das sie das Brot gewickelt hatte. Sie wickelte es aus, nahm den letzten Rest Brot heraus und legte der Frau das Tuch um die Schultern. »Hier. Es ist nicht warm. Aber es schützt vielleicht ein bisschen.« Die Frau blickte auf, ihre Augen voller Dankbarkeit. »Aber Kind, du frierst doch selber.« Mariechen zuckte die Achseln. »Ich bin jung und kann laufen. Euer Kind kann das nicht.« Sie ging weiter. Der Wind pfiff um ihre nackten Arme. 5. Das Mädchen ohne Mütze. Der Weg wurde steiler. Mariechen kämpfte sich durch knietiefen Schnee. Die Beine schmerzten, die Lungen brannten. Am Rand eines Wäldchens hockte ein Mädchen. Nicht viel älter als sie selbst. Die Arme um die Knie geschlungen und weinte. Es trug nur ein dünnes Hemd. Der Kopf war unbedeckt. »Was ist mit dir?« Mariechen kniete sich neben sie. Ich hab meine Mütze verloren. Der Wind hat sie mir vom Kopf gerissen. Und ohne Mütze erfriere ich. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nie ohne Mütze rausgehen.« Mariechen überlegte. Sie hatte keine Mütze. Aber sie hatte das Tuch, in das sie den Brotrest gewickelt hatte. Sie zog es hervor und band es dem Mädchen um den Kopf. »So, jetzt hast du eine Mütze. Nicht so schön, aber wärmer als nichts.« Das Mädchen hörte auf zu weinen. »Aber du hast dann ja gar nichts mehr auf dem Kopf.« »Mir ist nicht kalt«, log Mariechen. »Ich hab starke Haare, die wärmen.« Sie lächelte und ging weiter. 6. Der alte Mann im Wald. Der Wald wurde dichter. Mariechen legte eine Pause ein, lehnte sich an einen Baumstamm und schloss die Augen. Als sie öffnete, saß auf einem umgestürzten Baumstamm ein uralter Mann. Sein Gesicht war runzelig wie Baumrinde. Sein Bart reichte bis auf den Boden. »Guten Abend, mein Kind«, sagte er mit einer Stimme wie raschelndes Laub. »Hast du vielleicht ein Stück Brot für einen alten Mann?« Mariechen zögerte. Der letzte Rest Brot war klein und hart. Aber sie dachte an den alten Mann am Dorfrand. An die Frau mit dem Kind. An das Mädchen ohne Mütze. Sie hatte gegeben. Und es hatte sich jedes Mal richtig angefühlt. Sie holte den letzten Rest hervor und reichte ihn ihm. »Hier. Es ist nicht viel. Aber es ist alles, was ich noch habe.« Der alte Mann betrachtete das Brot lange. Dann lächelte er. Und in seinem Lächeln lag eine uralte Güte. »Du hast alles gegeben, mein Kind. Dein Brot den Hungrigen. Dein Tuch den Frierenden. Deine Wärme den Verlorenen. Du hast nichts für dich behalten.« Er stand auf. Und im nächsten Moment war er verschwunden. Als hätte der Wald ihn aufgesogen. 7. Die Lichtung. Mariechen ging weiter. Es wurde dunkel. Der Schnee fiel so dicht, dass sie kaum die Hand vor Augen sah. Ihre Füße waren taub, ihre Arme blau gefroren. Ihr Körper zitterte heftig. Aber sie ging weiter. Schritt für Schritt. Dann lichtete sich der Wald. Mariechen stand auf einer kleinen Lichtung. Der Schnee hatte aufgehört zu fallen. Der Himmel hatte sich geöffnet. 1000 Sterne funkelten.
größer und heller, als sie je gesehen hatte. Wie gerne hätte ich jetzt einen Mantel, flüsterte sie. Oder ein warmes Kleid. Aber ich hab ja alles weggegeben. Sie lächelte traurig. Aber es war ein Lächeln ohne Reue. Achter der Sternenregen. Da geschah es. Ein Stern löste sich vom Himmel. Nicht wie eine Sternschnuppe, die verglüht. Sondern langsam, sanft. Als trüge ihn eine unsichtbare Hand herab. Er fiel auf Mariechen zu. Und als er sie erreichte, verwandelte er sich in ein goldenes Talerstück. Mariechen traute ihren Augen nicht. Sie bückte sich und hob das Goldstück auf. Es war warm und schwer und glänzte. Da löste sich ein zweiter Stern. Und ein dritter. Und dann begannen die Sterne zu fallen. Wie ein goldener Regen. Dutzende, Hunderte, Tausende. Sie fielen auf Mariechen herab, umgaben sie. Bedeckten den Boden mit einem Teppich aus purem Gold. Und als die Sterne sie berührten, webten sie sich zu einem Kleid. Einem wunderbaren Kleid aus feinster Seide. Bestickt mit goldenen Fäden. Die funkelten wie die Sterne selbst. Ein Mantel aus Sternenlicht legte sich um ihre Schultern. Warm und weich. Mariechen stand da, umgeben von Gold. Und wusste nicht, ob sie wachte oder träumte. 9. Die Stimme. Da hörte sie eine Stimme. Mächtig und doch sanft. Wie Wind in uralten Bäumen. Mariechen, du hast nichts behalten für dich. Du hast alles gegeben, was du hattest. Du hast dein Brot geteilt mit den Hungrigen. Deine Kleidung mit den Frierenden. Deine Wärme mit den Verlorenen. Du hast nicht gefragt, ob du genug hast für dich. Nur ob die anderen genug haben. Das ist die reinste Liebe. Darum schenke ich dir jetzt, was du nie verloren hast. Den Reichtum deines Herzens. Und damit die Menschen ihn sehen können. Schenke ich dir auch diesen sichtbaren Reichtum. Nimm ihn, Mariechen. Du hast ihn dir verdient, durch die reinste Güte. Mariechen blickte auf. Der Himmel war leer, kein Stern mehr zu sehen. Aber die Lichtung erstrahlte. Im goldenen Glanz unzähliger Taler. 10. Der Rückweg. Am nächsten Morgen machte sie sich auf den Rückweg. Im Kleid aus Sternenlicht. Den Mantel warm um die Schultern. Sie kam an der Stelle vorbei, wo das Mädchen ohne Mütze gesessen hatte. Das Mädchen war fort. Aber an ihrer Stelle lag ein kleiner Edelstein. Sie kam an der Stelle vorbei, wo die Frau mit dem Kind gesessen hatte. Auch sie war fort. Aber an ihrer Stelle lag ein weiterer Edelstein. Und sie kam an der Stelle vorbei, wo der alte Mann am Dorfrand gesessen hatte. Er war fort. Aber an seiner Stelle lag ein goldener Ring. Mariechen sammelte alles ein. Und ging weiter ins Dorf. 11. Das neue Leben. Die Menschen staunten, als sie das Mädchen im prächtigen Gewand sahen. Der dicke Vermieter kam aus seinem Haus gestürzt. Mariechen, wo kommst du her? In welchen Kleidern? Mariechen lächelte nur und ging weiter. Mit dem Gold kaufte sie ein kleines Haus. Am anderen Ende des Dorfes. Mit einem Garten und einer Bank vor der Tür. Sie lebte nicht allein. Die Frau mit dem Kind kehrte zurück. Und Mariechen nahm sie auf. Der kleine Junge, Jakob, wuchs ihr ans Herz wie ein eigener Sohn. Das Mädchen ohne Mütze, die Tochter eines verarmten Bauern, fand ebenfalls ein Zuhause. Und der alte Mann vom Dorfrand, der Großvater der Frau, kam auch. Das Haus füllte sich mit Leben. Wurde ein Haus der Barmherzigkeit.
in dem jeder willkommen war. Mariechen teilte. Und je mehr sie teilte, desto mehr schien zu wachsen. Das Gold der Sterne war unerschöpflich. Als hätte der Himmel selbst dafür gesorgt, dass die Güte niemals endet. 12. Das Ende. Mariechen wurde alt in ihrem kleinen Haus. Sie sah ihre Kinder und Kindeskinder heranwachsen, sah, wie aus dem einen Haus ein ganzes Viertel wurde, in dem die Menschen nach ihrem Vorbild lebten. Teilend, helfend, gebend. Als sie starb, in einer klaren Winternacht, geschah etwas Seltsames. Der Himmel öffnete sich, und die Sterne fielen. Nicht auf die Erde, sondern sie stiegen auf, als würden sie Mariechen begleiten. Auf ihrer letzten Reise. Die Menschen im Dorf sahen es und wussten: Mariechen ist heimgegangen zu den Sternen, von denen sie gekommen war. Und noch heute, wenn in kalten Winternächten die Sterne besonders hell leuchten, erzählen sich die Kinder im Schwabenland die Geschichte von dem Mädchen, das alles verschenkte und dafür den Himmel gewann. Von Mariechen, der Sterntalerin.